Du hast jahrelang studiert, Bachelor, Master, Praktika, Klausurenphasen, schlaflose Nächte in der Bib und jede Menge Kopfschmerzen. Alles für deinen Abschluss und deinen Traumjob. Aber jetzt hunderte Bewerbungen, Absagen und Funkstille. Dazu noch Ratschläge von sogenannten Experten. Projektmanagement-Tools, ja, online, die auch teilweise KI-basiert sind, schon mal auch anzubringen. Willkommen in der Jobapokalypse der Akademiker. Aber stecken wir wirklich in einer Krise? Was sind die Ursachen? Und haben wir nicht eigentlich einen Fachkräftemangel? Es ist nicht so einfach aktuell. Wann ist es unmöglich geworden, eine Arbeit zu finden? Die Alten wollen, dass man ihre Rente zahlt. Dann nimmt mich doch an. Die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen wird einfach immer krasser. Was ist bitte auf dem Arbeitsmarkt los? Ich habe mich so oft beworben und ich wurde nicht mal für ein Gespräch eingeladen. Über das, was die ganzen Leute in den Videos da reden, dass der Arbeitsmarkt gerade komplett cooked ist nicht nur so ein Gefühl. Es spiegelt sich auch in den Daten wider. Die Arbeitslosigkeit bei Akademikern ist nämlich so hoch wie seit 10 Jahren nicht mehr. Letztes Jahr lag sie bei 2,9%. Zum Vergleich, 2019 vor Corona lag sie noch bei 2,1%, der niedrigste Wert seit Jahrzehnten. Ein Anstieg um fast 40% innerhalb von nur 5 Jahren. Das letzte Mal so hoch wie jetzt war die Zahl 2005, also kurz vor der Finanzkrise. Am stärksten davon betroffen sind die Naturwissenschaften, Mediengestaltung und Werbung und Marketing. Fettes RIP an alle, die sowas studiert haben, also auch RIP an mich. Die Frage ist, warum ist es so? Und ist eine Besserung in Aussicht? Es gibt 3 Hauptursachen für die Situation, in der wir uns aktuell befinden. Ist KI alleine daran schuld? Kurz gesagt, nein. KI ist eine große Ursache, aber sie ist nicht die einzige. Das Ding ist, KI übernimmt im Moment in Anführungsstrichen vor allem akademische Aufgaben. Das heißt Textproduktion, Recherche, Programmierung. Deswegen fallen im Moment diese Entry-Level-Jobs weg, die normalerweise von Absolventen besetzt werden. Laut einer Schätzung von der Consulting-Firma McKinsey könnten bis 2030 ca. 3 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland von KI beeinflusst werden. Und der KI-bedingte Stellenabbau ist auch nicht nur ein Gefühl. Eine IFO-Umfrage hat nämlich gezeigt, dass ca. 27% der deutschen Unternehmen in den nächsten 5 Jahren einen erheblichen Stellenabbau durch KI erwarten. Das Ding ist, die KI trifft nicht alle Hierarchieebenen gleich. Ein Senior-Manager mit 15 Jahren Erfahrung mag schwieriger zu ersetzen sein, aber ein frischer Absolvent, der PowerPoints erstellt und Daten aufbereitet, dafür umso mehr. Meiner Meinung nach sind die Zahlen, was die von KI betroffenen Jobs angeht, sogar noch positiv geschätzt. Weitere Fortschritte und autonome KI-Agenten, wie zum Beispiel OpenClaw, der jetzt letztens rausgekommen ist, der perfekte 24/7 verfügbare KI-Mitarbeiter. die übernehmen praktisch alles, was du selber an deinem Computer machen könntest. Aber das ist nur meine Meinung und KI ist auch nicht die einzige Ursache. Unsere Wirtschaft ist die letzten 2 Jahre zurückgegangen. Die Gründe dafür sind natürlich multifaktoriell: hohe Energiekosten, schwächelnde Exportmärkte wie China, Bürokratie und veraltete Infrastruktur. Große deutsche Unternehmen bauen massenhaft Stellen ab oder verlagern ihre Arbeitsplätze ins Ausland. Die ganzen großen deutschen Player, die Unternehmen, die vor Jahren noch händeringend um Talente gesucht haben, stellen einfach nicht mehr ein. Die nächste Ursache ist, dass es schlichtweg immer mehr Akademiker gibt. Deutschland erlebt seit Jahrzehnten eine sogenannte Akademisierungswelle. Unter einer Akademisierungswelle versteht man den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Trend, bei dem ein stetig wachsender Anteil eines Jahrgangs ein Hochschulstudium aufnimmt und abschließt. Was eigentlich relativ positiv ist, da es dafür steht, dass in unserem Land viele Leute einen Zugang zur Bildung haben können. In den 1970er bzw. 1980er Jahren hatten unter 20% eines Jahrgangs eine Studienzulassungsberechtigung, also Abitur. Mittlerweile liegt die Studienberechtigungsquote bei ca. 47% von einem Jahrgang. Und das Ergebnis davon ist halt, dass eine Generation von jungen, hochqualifizierten Menschen auf einen Arbeitsmarkt trifft, der keine Stellen für sie bereithält. Okay, das hört sich jetzt alles ziemlich schlecht an, aber es ist auch wichtig, die Zahlen in Verhältnis zu setzen, weil im internationalen Vergleich stehen wir eigentlich noch ziemlich gut da. Während wir nämlich letztes Jahr bei 2,6% bei der Akademikerarbeitslosigkeit lagen, war der EU-Durchschnitt bei 3,9%, was um einiges höher ist. In Griechenland und Spanien ist es dabei sogar noch krasser. Und wenn wir einmal rüber in die USA schauen, lag die Arbeitslosenquote bei frischen College-Absolventen bei 5,7%, was nochmal um einiges höher ist. Und so frustrierend wie es auch gerade sein mag für Akademiker, Okay. wenn man gar keinen Abschluss hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man keinen Job hat, noch viel höher. Also als Akademiker steht man eigentlich immer noch ziemlich gut da. Die allgemeine Arbeitslosenquote in Deutschland beträgt nämlich 6,0%. Bei Menschen ohne Berufsabschluss ganze 20,9%. Das bedeutet, dass jeder Fünfte, der keinen Abschluss hat, arbeitslos ist. Bei Akademikern ist es nicht mal jeder 35. Das Frustrierende ist halt einfach, dass die Erwartungen, die mit dem eigenen Studium verbunden waren, How much money you make? I don't know.
$70,000 last month. Gerade einfach nicht mehr erfüllt werden. Früher war halt ein Uni- oder Hochschulabschluss sowas wie eine Jobgarantie und heute ist es nur noch ein Vorteil unter vielen. Wir haben zwar einen Fachkräftemangel, aber der besteht vor allem in der Pflege und im Handwerk. Aber gibt es irgendwelche Tipps, wie man vielleicht doch noch einen Job bekommen könnte? Kurz vorweg gesagt, ich bin alles andere als ein Experte. Ich will einfach nur die Thematik in einem hoffentlich unterhaltsamen Video rüberbringen. Deswegen ist das Ganze auch kein Career Advice oder so, aber ein paar Gedanken von mir. Natürlich solltest du deinen Lebenslauf nicht fälschen, aber du kannst ihn immer ein bisschen verzieren. Niemand weiß, was du in deiner alten Stelle genau gemacht hast. Solange du nicht irgendwas freier findest, ist es rechtlich in der Grauzone. Ganz ehrlich, ich würde auch in Bewerbungsgesprächen einfach lügen. Wenn die dich fragen, ob du einen Skill hast, dann sagst du einfach, du hast den Skill. Wenn du nicht kannst, dann lässt du den entweder von KI beibringen oder du machst das Ganze mit KI. In diesem Sinne kann ich nur sagen, wir als Generation sind ein bisschen guckt. Niemand hat uns darauf vorbereitet, dass es so werden wird. Ich hoffe für alle, die gerade einen Job suchen, dass ihr irgendwann erfolgreich sein werdet. Und wenn es nicht klappt, dann sehen wir uns im Jobcenter. In diesem Sinne, fake it till you make it und bis zum nächsten Video.